Ich habe herausgefunden, dass es hier in Düsseldorf ein Gymnasium gibt mit integrierter Modeschule. Also darf ich jetzt hier wohnen oder nicht? Mir ist klar, dass Vivian natürlich deine erste Priorität ist. Und deshalb bin ich auch bereit, ihr mein Zimmer zu überlassen. Und als Sahnehäubchen habe ich gerade ein super geniales Praktikumszeugnis an das Modegymnasium gefaxt. Also ich weiß schon, warum ich nicht deine Freundin sein will. Ich dachte, wir beide wollen das Gleiche. Das dachte ich auch. Was soll das denn jetzt heißen? Dass ich nicht weiß, ob das alles noch einen Sinn macht. Was ist das alles? Das mit uns. Was soll das denn jetzt? Glaubst du nicht mehr an uns? Jedenfalls habe ich mir unsere Beziehung nicht so vorgestellt, dass du die Entscheidung triffst und es ist völlig egal, was ich davon halte. Das ist doch gar nicht wahr. Okay, Katharina hat sich vielleicht nicht ganz korrekt verhalten, aber das heißt doch nicht, dass du gleich alles in Frage stellen musst. Ich dachte, wir beide wollen eine Familie zusammen gründen. Falsch, Dana. Dir geht's gar nicht mehr um uns. Du willst ein Baby. Und das anscheinend um jeden Preis. Es tut mir leid. Ich weiß, was ich gemacht habe, war total daneben. Aber Mann, ich weiß auch nicht, das alles hier, dieses Schloss. Ich habe mich gefühlt wie im Märchen. Und außerdem, mir hat seit mehr als 10 Jahren niemand mehr Frühstück ans Bett gebracht. Trotzdem ist das kein Grund. Ja, du hast recht. Ich weiß, ich hätte dich niemals küssen dürfen. Aber es ging wirklich überhaupt nicht um dich. Ja, den Eindruck habe ich auch zunehmend. Bitte. Bitte streitet euch nicht meinetwegen. Das Letzte, was ich will, ist eure Beziehung kaputt machen. Ich glaube, Katharina. Kannst du es nicht auch? Auf unsere Zukunft als Familie. Hey. Und? Wie sehe ich aus? Super. Ja, okay, 1, 2 Knöpfe könntest du noch aufmachen. Also ne? ich finde, für ein Vorstellungsgespräch genau richtig. Du gehst heute doch zu der Schule? Ja, ja. Sag mal, du hast nicht zufällig mein Schülerpraktikumszeugnis dabei, oder? Habe ich schon längst an die Schule gefaxt. Echt? Boah, danke. So, wollen wir mal, oder? Ja. Ich bin schon irgendwie nervös. Das musst du nicht. So ein Zeugnis von LCL, da können sie gar nicht anders, als sich aufzunehmen. Ach, und wenn du jetzt bei uns einziehst, dann kannst du mein Zimmer haben. Ich zieh zu Daniel. Echt? Das ist echt super nett von dir. Alles eine Frage der richtigen Prioritäten. Wir sind ja jetzt sowas wie eine Familie. Na, habe ich die beste Freundin der Welt oder habe ich die beste Freundin der Welt? Also bis nachher. Toi, toi, toi. Am Anfang wolltest du mir nicht mal was von der ganzen Sache sagen. Das zeigt doch nur, dass das nicht so ein großes Ding gewesen sein kann. Vielleicht. Aber inzwischen frage ich mich, wann das nächste Ding kommt. Das war ein Ausrutscher. Es wird nicht passieren. Ich würde dir gern glauben, aber ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Eine Leihmutterschaft basiert auf Vertrauen, sonst hat das keinen Zweck. Katharina, wäre das okay, wenn wir später in Ruhe reden? Klar, melde dich einfach. Ich wollte sowieso langsam mal los. So, jetzt mal Tacheles. Was ist dein Problem? Und damit meine ich nicht diese Lappalie. Lappalie? Was muss denn noch passieren, damit du endlich wach wirst? Ich bin hellwach. Und langsam kapiere ich auch, warum du hier so eine Welle schiebst. Du hast doch nur regelrecht darauf gelauert, dass Katharina einen Fehler macht, weil du von Anfang an dagegen warst. Ich hatte von Anfang an ein komisches Gefühl bei der Frau und das hat mich auch nicht getrogen. Das meine ich nicht. Du hättest bei jeder anderen Frau auch ein Haar in der Suppe gefunden, weil du niemals wirklich eine Leihmutter wolltest. Stimmt.
Ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass es funktioniert. Dass eine fremde Frau unser Kind austrägt und danach einfach wieder aus unserem Leben verschwindet, ohne dass es Probleme gibt. Und genau so ist es auch gekommen. Ja. Ja, ich verstehe. Ja. Verzeihen Sie, Graf. Und wie lange wird die Geschichte dauern? Gut. Und das Prozedere kann man nicht beschleunigen? Ja. Gut. Ja, dann werde ich da sein. Wiederhören. Gibt es Schwierigkeiten? Nein, nein, nein. Die Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern bei dem Immobilienprojekt in China läuft etwas holprig an. Und darum musst du dich kümmern. Das ist doch eigentlich Sebastians Ressort. Ja, das stimmt. Aber ich denke, ich werde vor Ort das Projekt noch mal anschieben müssen. Heißt das, du musst nach China? Ja, ich fliege morgen früh und werde 14 Tage bleiben. Was? So plötzlich? Es ist unvermeidlich. Ich wollte mich doch wirklich auf diese Leihmutterschaft einlassen für dich, weil ich weiß, wie sehr du dir ein Kind wünschst. Wie edelmütig von dir. Muss ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich keine Kinder kriegen kann? Jetzt hör doch mal auf damit. Ich liebe dich. Und deshalb wäre ich Weißt du, auch... was sagen? Wenn man sich wirklich liebt, dann ist man ehrlich miteinander. Ich wollte, dass du glücklich bist. Deswegen habe ich mir eingeredet, dass das mit Katharina vielleicht ja doch funktionieren kann. Ich habe es wirklich gehofft. Von wegen. Du hast doch mit deinem krankhaften Misstrauen die ganze Zeit versucht, sie zu vergraulen. Ich habe nur ehrlich meine Bedenken geäußert. Du hast einen Privatdetektiv auf sie angesetzt. Und als der nichts finden konnte, hast du mal eben so getan, als würdest du dich mit mir auf ein Kind freuen. Das ist nicht wahr. Und das weißt du auch. Ich will nichts lieber als eine Familie mit dir gründen, Anna, aber eben nicht mit einer Leihmutter. Wie denn? Wie denn dann? Wollen wir warten, bis der Klapperstorch uns einen vorbeibringt? So kommen wir nicht weiter. So kommen wir wirklich nicht weiter. Ich werde keine Zeit für dich haben. Baustellenbesichtigung, Meetings, das ganze Prozedere. Na und? Ich kann dir einige Dinge abnehmen, dich entlasten, gerade weil es so stressig ist. Mr. Wang besteht ausdrücklich darauf, nur mit mir zu verhandeln. Also hör mal, ich bin deine Frau. Er wird ja wohl kaum etwas dagegen haben, wenn ich an deiner Seite bin. Ich halte mich auch ganz dezent im Hintergrund. Es ist besser, wenn ich alleine reise. Du verheimlichst mir doch irgendwas. Wie kommst du darauf? Ich sehe ja, wenn dich was bedrückt. Und komm mir jetzt nicht mit irgendwelchen Ausflüchten. Was ist wirklich los? Also gut, Mr. Wang ist nicht der Grund, dass ich alleine reisen möchte. Sondern? Was hältst du davon, wenn wir im Schneiders eine Kleinigkeit essen und ich dir die ganze Geschichte erkläre? Du machst es aber spannend. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, das tut mir leid, Frau von Anschein ist leider nicht im Haus. Kann ich ihr vielleicht was ausrichten? Ich denke, das wäre vielleicht doch besser, wenn Sie es ihr selbst erklären. Rufen Sie einfach später noch mal an oder morgen. Wiederhören. Und wie lief's? Was haben Sie zum Praktikumszeugnis gesagt? Na komm schon, Schatz, vielleicht war es ja ein Missverständnis. Hm? Geh dich mal ein bisschen frisch machen und ich kläre das mit Jessica. Das bringt doch jetzt eh nichts mehr. Na komm. Was ist denn los? Haben Sie sie nicht angenommen? Wundert dich das? Ja, allerdings. Gott, die sind ja völlig unfähig an diesem komischen Modegymnasium. Die Arme, ich werde mal neu sehen. Ich glaube nicht, dass ausgerechnet du sie jetzt trösten solltest. Daniel, wir beide haben das geklärt. Wir sind jetzt so. Sag mal, hast du das Zeugnis überhaupt gelesen? Natürlich. Vivian Seeger hat bei Linie Clarisse Lahnstein von ein Praktikum absolviert. Hervorzuheben war dabei ihre Pünktlichkeit und ihre Kontaktfreudigkeit. Vivian hatte recht.
Du hast ihn mit voller Absicht ins offene Messer laufen lassen. Hey, habt ihr eine Idee, warum der Alte für heute eine Sondersitzung des Gremiums einberufen hat? Nee, ich weiß nur, dass er für ein paar Wochen nach Peking wollte. Wegen dieser Immobiliensache, die du angeleiert hast? Anzunehmen, obwohl ich eigentlich mit diesem Wang bis jetzt immer alles ganz gut telefonisch oder per Mail besprechen konnte. Tja, da gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Alte vertraut diesem ganzen neumodischen Kommunikationsschnickschnack nicht, oder er vertraut dir nicht. Könnte allerdings auch sein, dass er dich zum Klassensprecher beruft. Möglich. Nicht nur möglich, ziemlich sicher sogar. Der alte Trottel hat doch keine ruhige Minute bei dem Gedanken daran, was wir während seiner Abwesenheit alles anstellen könnten. Meinst du, er macht mich wirklich zu seinem Stellvertreter? Wer weiß. Es wäre an der Zeit. Du willst, dass ich den Gremiumsvorsitz übernehme? Ludwig, das ist doch illusorisch. Und selbst wenn, findest du nicht, eins deiner Kinder sollte diese Aufgabe übernehmen? Wer sollte das sein? Rebecca ist zwar während ihres Aufenthaltes in New York gereift, aber nicht in der Lage, sich gegen Tanja oder Ansgar durchzusetzen. Das Gleiche gilt für Helena. Und Tristan hat im Moment genug mit Lahnstein Entertainment zu tun. Sebastian. Ja, an den habe ich natürlich gedacht. Er hätte die Kompetenz und genießt auch mein Vertrauen. Ja, aber? Ich weiß nicht, ob ich ihm das zumuten kann. So kurz nach der Operation. Außerdem, Tanja. sie würde jedes Mittel einsetzen, um ihn zu manipulieren. Also ich weiß echt nicht, was du hast. Das ist doch ein super Zeugnis. Ja, zeig mal her. Vivian galt als kollegiale, kommunikative Mitarbeiterin, die sich stets bemüht hat, die ihr gestellten Aufgaben zu erfüllen. Wo ist das denn bitte schön gutes Zeugnis? Das stand bei mir auch immer so. Du hast dich nicht einmal gefragt, warum du nie den Job bekommen hast, den du wolltest? Es tut mir leid, aber so viel Ahnungslosigkeit kaufe ich dir nicht ab. Es war Absicht. Natürlich war das Absicht. Du wolltest mich doch von Anfang an loswerden. Diesmal hat sie es auch geschafft. Vivian, das ist nicht wahr. Wir beide, wir haben uns doch vertragen. Du bist so link. Zu mir immer so scheißfreundlich und dann hinter meinem Rücken so meine Zukunft kaputt machen. Diese Modeschule, das war mein Traum. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du zu solchen Mitteln greifst, um meine Tochter loszuwerden. Es war wirklich das allerletzte. Komm, Schatz. Hat es euch etwa nicht geschmeckt? Xavier wird depressiv, wenn ich ihm die Teller so zurückbringe. Wir hatten etwas Wichtiges zu besprechen. Ludwig muss ganz plötzlich auf eine Geschäftsreise. Und ich soll ihn im Gremium vertreten. Ja, ich wüsste niemanden, der das besser kann als du. Siehst du? Ja, du wirst es großartig machen. Ach, Charlie, das sagt sich so leicht. Wenn die Familie zustimmt. Ich hab's gewusst. Du meinst wahrscheinlich nicht die Lottozahlen, oder? Die Leihmuttersache ist gestorben. Dana und ich haben uns komplett verkracht. Okay. Ich habe mich doch nur auf die Sache eingelassen, weil Dana es unbedingt wollte. Und jetzt wirft sie mir vor, ich würde ihr was vormachen. Das ist doch nicht zu fassen. Naja, Hagen, ich sag's ja nur ungern, aber du hast ihr was vorgemacht. Ich wollte mich wirklich darauf einlassen. Ich hab's versucht. Okay, aber dann hast du halt nicht nur ihr was vorgemacht, dann hast du auch dir was vorgemacht. Das macht es nicht besser. Hm? Und jetzt? Hingehen und entschuldigen. Das ist doch der richtige Ordner mit den Standardzeugnissen, oder? Mhm. A wie Absage und Z wie Zusage und dann noch die verschiedenen Jobbeschreibungen. A wie Absage? Ja.
Ich dachte wie 1A. Nee, eher wie absoluter Vollloser. Wo ist denn das bitte ein schlechtes Zeugnis? Da wird doch nur gelobt. Naja, Zeugnissprache. Das hat rechtliche Gründe. Man darf nichts Negatives schreiben, also wird die komplette Kritik verklausuliert. Aber alle wissen das. Alle außer dir. Kollegiale Mitarbeiterin? Penetrante Nervensäge, die ihre Nase in Angelegenheiten steckt, die sie nichts angehen. Kommunikativ? Indiskretes Klatschmaul? Das ist doch gut. Hat sich stets nach Kräften bemüht. Ja, bemüht, aber nichts auf die Reihe gekriegt. Scheiße. Ja, ich hatte mich schon gewundert, warum du Vivian so ein Zeugnis ausstellst. Ich wusste ja, dass ihr euch nicht leiden könnt, aber... So schlimm? Naja, also das Zeugnis heißt übersetzt, dass du zu blöd bist, eine Türklinke zu bedienen. So, da hast du ein richtig gutes Zeugnis. Und ich musste nicht mal übertreiben. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Danke. Vielen Dank. Entschuldige mich, aber ich muss jetzt zu einer Gremiumssitzung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass es doch noch klappt mit deiner Bewerbung. Tschüss. Tschüss. Siehst du? Und jetzt fahren wir in die Schule und dann erklären wir allen, dass das ein Missverständnis war, ja? Das bringt doch nichts mehr. Die Bewerbungsfrist ist jetzt abgelaufen und jetzt haben die sich sowieso schon jemand Neuen genommen. Hey, aber das ist doch gar nicht gesagt. Wir fahren da hin und dann werde ich persönlich mit dem Direktor sprechen. Hm? Ja, und ich komme mit und sag denen, dass es alles meine Schuld war. Kim hat mir das gerade erzählt von dieser Zeugnissprache. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so linke Tricks gibt. Wenn sich eine mit linken Tricks auskennt, dann ja wohl du. Vivian, das war doch keine Absicht. Ich wollte ihr wirklich nicht schaden. Aber das hast du mit voller Absicht. Jessica, diesmal bist du zu weit gegangen. Na komm, wir fahren jetzt in die Schule und dann werden wir den Direktor umstimmen. Daniel, du musst mir glauben. Bitte. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ehrlich gesagt habe ich genau das befürchtet. Nimm es nicht persönlich, Elisabeth, aber ich finde es beleidigend, Vater, dass du uns alle hintergangen hast. Ja, das geht mir ähnlich. Ludwig, du willst dich doch gerade über die Satzung hinwegsetzen, die du selber aufgestellt hast. Das ist nicht richtig, Tanja. Diese Satzung konnte jederzeit mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Ja, nur dass du die nie bekommen hättest. Insbesondere nicht, nachdem du deinen Kindern gezeigt hast, wie wenig du von ihren Führungsqualitäten hältst. Du traust ihnen offensichtlich nicht mal zu, 2 Wochen ohne dich auszukommen. Wieso eigentlich ausgerechnet Elisabeth? Was ist denn mit deinem Liebling Hagen? Wo steckt er überhaupt? Hagen ist verhindert. Und ihr habt mir gerade vor Augen geführt, was passiert, wenn Elisabeth diesem Gremium nicht vorsitzt. Du würdest doch keine Sekunde zögern, Sebastian und Hagen gegeneinander auszuspielen, wenn es dein Vorteil ist. Und du wartest doch nur darauf, Zwietracht zu sehen. Schreckst nicht einmal davor zurück, deine Tochter als Spielball einzusetzen. Wie lange würde es dauern, bis ihr all das zerstört, was wir mühsam aufgebaut haben? Ich habe dieses Gremium ins Leben gerufen, um unsere Familie zu stärken und unser Erbe für kommende Generationen zu sichern. Ja, aber genau das traust du uns anscheinend nicht zu. Doch, ich traue euch das zu. Wir könnten gut zusammenarbeiten. Aber ich habe leider einen sehr großen Fehler gemacht. Ich habe übersehen, dass einige von euch nur darauf aus sind, die Macht an sich zu reißen. Und deshalb muss dieses Gremium von jemand geführt werden, dem das Wohl aller am Herzen liegt. Ihr wisst, dass ihr Elisabeth vertrauen könnt. Sie ist integer und der wunderbarste Mensch, den ich kenne. Sie hat euer Vertrauen mehr als verdient. Ja, es tut mir leid, dass du das vorhin so mitbekommen musstest.
Selbst wenn Hagen und ich uns manchmal heftig zoffen, heißt das nicht, dass wir uns nicht lieben. Oder dass wir jetzt keine Familie mehr gründen wollen. Mir tut's leid, dass ich mich heute Morgen so daneben benommen habe. Dana, ich hoffe sehr, dass ihr weiter an der Sache dranbleibt. Was soll das denn jetzt heißen? Soll das heißen, Ich glaube, dass du und Hagen noch einiges zu klären habt. wir kriegen das hin? Ja, sicher. Aber wenn ihr soweit seid und wenn ihr euch dann wirklich immer noch für eine Leihmutter entscheidet, dann sollte ich das nicht sein. Katharina, bitte, wir können doch noch mal über alles reden. Es ist besser so. Ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute. Hagen, es tut mir so leid. Können wir in Ruhe reden? Habe ich doch gleich gesagt, dass das nichts bringt. Aber Schatz, du kannst dich doch nächstes Jahr wieder bewerben. Ja, toll. Wo willst du denn jetzt hin? Sachen packen, ich gehe wieder zu Mama. Daniel, ich bin vielleicht so dämlich, irgendwelche Zeugnisse auszufüllen, aber ich kann Leute sehr gut überzeugen. Ich verspreche dir, ich werde dafür sorgen, dass Vivian an dieser Schule angenommen wird. Ich habe das wirklich nicht mit Du Absicht. hast genau gewusst, wie wichtig es mir war, Vivian hier zu haben. Und es war dir egal. Nein. Ich weiß auch, dass Vivian kein Engel ist, aber dass du so dermaßen egoistisch und hinterhältig bist. Das hätte ich nie gedacht. Warte. Du kannst mich doch jetzt nicht hier so stehen lassen. Lass uns in Ruhe darüber reden. Bring Vivian nach Hause. Wie nach Hause? An den Bodensee? Wann kommst du wieder? Keine Ahnung. Ich hätte die ganze Zeit über ehrlich zu dir sein sollen, was meine Bedenken angeht. Es tut mir leid. Willst du denn gar nichts dazu sagen? Was soll ich denn dazu noch sagen? Ist doch alles egal. Du hast es geschafft. Katharina ist weg. Sie wird kein Baby mehr für uns austragen. Ich finde nicht, dass das jetzt unser vordringlichstes Problem ist, Dana. Meinst du nicht, wir sollten... Das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht dein Problem ist. Du wolltest doch von Anfang an Katharina loswerden. Aber dass ich keine eigenen Kinder kriegen kann, das war dir immer egal. Das ist Unsinn und das weißt du auch. Vielleicht hast du recht. Vielleicht stimmt's wirklich nicht mehr zwischen uns. Weißt du was? Wenn ich dir zu stressig bin, dann such dir eine andere. Eine, die funktioniert. Jetzt melde dich endlich. Es geht um unsere Familie. Du siehst so angespannt aus. Ich versuche zum x-ten Mal Hagen zu erreichen. Er geht einfach nicht ans Telefon. Wie konnte ich auch nur eine Sekunde lang glauben, dass er mir womöglich vertraut hier? Also mir hat eingeleuchtet, was Papa gesagt hat. Und ich glaube, wir profitieren alle davon, wenn Elisabeth den Vorsitz übernimmt. Also als Geschäftsführerin bei LCL hat sie schon einen guten Job gemacht. Das bestreite ich ja auch gar nicht. Aber sie ist keine gebürtige Lahnstein und das Familiengremium aufzuweichen, um die Familie zu beschützen, das ist doch irgendwie unlogisch, oder? Sebastian, du bist ein brillanter Anwalt, aber das ist kein Grund, jetzt spitzfindig zu werden.
Elisabeth soll ihn 2 Wochen lang vertreten, wenn er in China ist. Ludwig, gibt es irgendwelche Probleme, mit denen du uns nicht belasten willst? Nein, es ist ein ganz normaler Geschäftstermin. Lässt sich aber unvermeidbar. Ich werde versuchen, alles so schnell wie möglich zu erledigen. Deine Worte eben haben mich sehr bewegt. Du bist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Und ich hoffe, die Kinder werden das auch erkennen. Also ich denke, ich werde für Elisabeth stimmen. Ist ja nicht für lange. Ich meine, in ein paar Wochen ist Papa zum Glück ja wieder hier. Ja, und ich finde, Papa hat es auf den Punkt gebracht. Ich meine, wir schlagen uns ständig wegen allem Möglichen die Köpfe ein. Da kann es nicht schaden, wenn eine neutrale Person vermittelt. Übrigens ein Job, um den ich Elisabeth nicht beneide. Friedensstifterin bei den von Lahnsteins. Das kann einem so beschäftigen, dass man zu nichts anderem mehr kommt. Wenn ich es mir recht überlege, mach dreifach. Cuba Libre, groß, stark und lass die Cola weg. Also weißer Rum und Limetten. Ist egal, was da drin ist, Hauptsache es wird. Was ist mit dir los? Ich habe nichts zu trinken, siehst du doch. Verstehe, das mit Daniel, Vivi und deinen neuen Prioritäten hat nur so suboptimal geklappt. Thema. Jessie, wenn du drüber reden willst, ich kann mir gerne... Olli, das Letzte, was ich jetzt will, ist Beziehungsfrustgelaber, klar? Okay. Kein Beziehungsfrustgelaber. Darauf trinke ich. Dana? Daniel? Kein Beziehungsfrustgelaber und keine Namen mit D. Deal? Deal. Nachschub. Haben sich ja 2 Patienten gefunden. Hoffentlich haben wir genug Kopfschmerztabletten in der WG. Aber warum kann man sich nur bei Sternschnuppen was wünschen? Das ist nur eine ganz... Nein, über eine Radiokarbondaktierung am Skelettfund des Dr. Reck. Da der Schädel zu wertvoll erschien, um für eine Datierung bestätigt zu werden, wollte Protsch... Gerek. Yardım edeceksin bana. Bu çantayı götüreceksin bir yere. So schlimm? Wie schlimm denn genau? So schlimm war es noch nie. Du wusstest ja schon immer, dass es mit Kindern Ärger gibt. Und irgendwann kommen sie in die Pubertät und dann gibt's Krieg. Probleme fangen ja schon viel früher an. Viel, viel früher. Weißt du, was das Mieseste ist? Wir sind völlig machtlos gegen diese Brut. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, wie viel Mühe wir uns geben, wir sind schuld am Ende. Wir. Ja. Da sagst du was. So ungerecht. Nachschub? Natürlich. Hauptsache kein Nachwuchs, hä? Ey. Er hat mir die ganze Zeit was vorgemacht. Aus Rücksicht. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass ich keine Kinder kriegen kann. Ich hab mich so gefreut. Eins. Fast. Okay. Da ist die Bluse aufgeflutscht.
Okay. Damit wurden alle Stimmen abgegeben. Damit steht das Ergebnis fest. Elisabeth wurde für die Zeit meiner Abwesenheit zu meiner Stellvertreterin gewählt und damit zu Gremiumsvorsitzenden. Mit nur einer Gegenstimme. Willst du nachzählen, Ansgar? Ja, das möchte ich allerdings. Ich danke für euer Vertrauen. Dass es so eindeutig wird, hätte ich nicht gedacht. Ich frage mich gerade, wer für Elisabeth gestimmt hat, Tanja. Und ich danke euch, dass ihr bewiesen habt, dass, wenn es darauf ankommt, unsere Familie zusammenhält. Mein Glückwunsch. Ich bin mir sicher, du wirst Papa würdig vertreten. Danke, Rebecca. Aber ich hoffe mal, dass wir euren Vater nicht allzu lange entbehren müssen. Ich bin mir auch sicher, dass du Ludwig in nichts nachstehen wirst, Elisabeth. Ja, ich habe auch schon einen Vorschlag für den nächsten Tagesordnungspunkt. Hat wohl jemand besonders eilig, seine neu gewonnene Macht zu demonstrieren? Ich glaube, das Abendessen ist fertig und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich diese Gremiumssitzung als beendet erklären. Ja, dann. Du bist echt okay. Auch wenn du richtig scheiße Billard spielst. Hab dich extra gewinnen lassen. Eine attraktive Frau, wie du, die dazu noch was im Köpfchen hat, sollte man auf keinen Fall verärgern. Was nicht? Du bist ein Gentleman. Die Kerle, die ich sonst und immer so treffe, bin ich blau, wenn die wollen mich nur abschleppen. Männer sind Schweine. Aber ich beschütze dich. Wie gut. Der trinkt mir doch jetzt andere. Josi, wir hätten gerne noch eine Runde. Alles okay? Es war auch recht tief da unten. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Hey! Jessie, warte! Warte! Du Seemann! Das ist ganz gut, du wärst beinahe ins Hafenbecken gefallen. Na, ist okay? Alles in Ordnung, keiner verletzt. Ich habe aber auch runde Füße rund, sorry. Ja, ruf uns ein Taxi. Hm? So, ich wollte hier noch mal mit Dana sprechen. Das würde ich nicht vor morgen früh machen. Vielleicht hast du recht. Bring ich trotzdem nach Hause. Dann nicht. Aber ich gehe zuerst aufs Klo. Natürlich, ich hab doch gesagt, ich bin ein Gentleman. Bitte schön. Nein! Da geht's lang. Ey, bist du verrückt? Jo! So, ich verrückt. Contenance. Schönen Abend noch. Wie ich sehe, ertrinkst du deinen Frust über Elisabeths Sieg im Alkohol. Mitnichten, meine Liebe. Ich feiere. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du für sie gestimmt hast, oder? Wieso denn nicht? Du hast auch für sie gestimmt. Ich? Wie kommst du darauf? Weil ich dich kenne, Tanja. Und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die einzige Gegenstimme die von Sebastian war. Dann sage ich mal gute Nacht. Ja. Sehen wir uns noch, bevor du morgen nach Peking fliegst? Ja, ich weiß nicht. Sicherheitshalber sollten wir uns jetzt verabschieden. Guten Flug. Gut, danke. Komm nicht unter die Räder. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Pass auf dich auf. Du auch. Gute Nacht, Rebecca. Gute Nacht.
Ich wollte das vor den Kindern nicht erwähnen, aber es beunruhigt mich, dass entweder Ansgar oder Tanja für dich gestimmt haben. Oh ja, mich auch. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Was versprichst du dir denn davon? Dasselbe wie du, Tanja. Ein bisschen Spaß mit unserer überforderten Kosmetikfachverkäuferin. Und vielleicht die eine oder andere günstige Gelegenheit, sich ein paar Vorteile zu verschaffen. Das hast jetzt du gesagt. Du bist beiden haushoch überlegen. Das sagst du so, aber trotzdem schön, danke. Das sage ich nicht nur so, das stimmt. Und die Kinder stehen geschlossen hinter dir. Ja, dass deine Kinder alle für mich gestimmt haben, also das macht mir Mut. Ja. Und wenn etwas ist, ich bin ja nicht aus der Welt. Anruf genügt. Graf Lahnstein, Telefon für Sie. Wie auf Stichwort. Entschuldige mich einen Augenblick. Von Lahnstein. Ja. Ja, ich werde morgen früh in Zürich sein. Wie besprochen. Wiederhören. Hier, das ist gut gegen Kater. Oh, wie süß. Mir hat noch niemand eine Banane gebracht. Daniel auch nicht. Der macht mir immer nur Vorwürfe. Also, du bist wie ein Vater für mich. Na dann schlaf gut, Kleines. So ein Abschiedskuss. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Hagen. Ja. Eine Banane drückt. Sag mal, to your heart.